Hallo ihr Lieben und wie geht's euch? Ich bin Maria und heute möchte ich über das Heiraten in Australien / Ausland / Sydney reden. Willkommen. Dieses Video wird nicht so lang, da ist nicht zu viel zum Sagen und ich werde auch einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten und ich möchte euch vorab sagen, meine Hochzeit war sehr klein. Wir hatten nur 7 Leute, inklusive meinem Mann und ich, anwesend. Deswegen, ich kann euch jetzt nicht viel dazu sagen, wie es ist, eine riesige Hochzeit zu organisieren, aber ich bin mir sicher, wenn man ein bisschen recherchiert, dann sollte das kein Problem sein. Ich möchte euch mehr oder weniger darüber erzählen, welche Dokumente ihr braucht und wo ihr hingehen könnt, um zu heiraten. Also ich habe ja im Januar 2020 geheiratet und meine Planung für die Hochzeit hat ungefähr im Juli 2019 angefangen. Du kannst hier heiraten, ganz normal wie überall. Die australische Ehe wird nicht automatisch angesehen in Deutschland. Du musst dafür ein paar Dinge erledigen. Du musst, glaube ich, zum Konsulat oder so, um eine Apostille zu bekommen auf deinem Heiratsurkunde. Und dann wird das in Deutschland anerkannt. Du kannst dann in Deutschland zum Standesamt gehen und die erkennen das dann einfach an. Also, welche Dokumente brauchst du als Ausländer? Das kommt darauf an, wie du heiratest. Natürlich gibt es hier das Standesamt, das DMB, Death, Birth and Marriages. Das steht für Tod, Geburten und Ehen. Standesamt kurz gesagt. Und alle Ehen müssen dort registriert sein. Aber du kannst entweder zum DMB gehen und dich da direkt registrieren und verheiraten lassen. Oder man kann sich einen unabhängigen Zelebrant, ich hoffe, ich habe das richtig übersetzt, organisieren. So, was ist der Unterschied? So, das Standesamt, die prüfen alles. Du brauchst Geburtsurkunde, du musst deinen Führerschein vorlegen, dein Passport vorlegen, deine Visadokumente vorlegen, weil die müssen prüfen, dass du das bist. Wenn du diese Dokumente auf Deutsch hast, musst du diese Dokumente auf Englisch übersetzen. Die müssen auch prüfen, dass die Adresse, wo du lebst, ist, wo du lebst. Natürlich gibt es hier kein Einwohneramt, wo man sich hingehen kann und registrieren kann, wie in Deutschland. Man bringt entweder Briefe oder Rechnungen mit, wo deine Adresse draufsteht mit deinem Ehemann oder Ehefrau oder wen auch immer du heiraten möchtest. Und die prüfen das und dann füllst du so eine Form aus und dann machst du einen Termin mit denen und dann an dem Tag kommst du und die verheiraten dich. Die Zeremonie dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten. Wir wollten ja im Standesamt heiraten, aber mein Kumpel hat gesagt, mach das nicht, das ist sehr runtergekommen, hol dir einen unabhängigen Celebrant. Das haben wir dann gemacht. Wir haben über Empfehlungen habe ich dann einen Celebrant angeschrieben. Unser Celebrant hat uns einmal getroffen. Wir mussten ein Passport vorzeigen. Sie musste sehen, dass wir sind. Sie hat auf das Foto geguckt. Okay, das bist du. Und sie bringt alle Dokumente mit, die du vom Standesamt brauchst. Und sie organisiert auch die ganze Registrierung. Also du musst wirklich nichts machen. Alles, was du machen musst, dich einmal mit dem Celebrant treffen. Wir haben uns auf einen Kaffee getroffen und sie organisiert den Rest. Und natürlich das zweite Mal, wo du sie triffst, ist dann auf der Hochzeit. Der Preisunterschied zwischen dem Standesamt und dem Celebrant kann variieren. Mein Celebrant war am Endeffekt günstiger als das Standesamt. Ich glaube, das Standesamt verlangt um die $400, wenn du an einem normalen Wochentag heiratest. Und wenn du am Wochenende heiratest, dann verlangen sie, glaube ich, $600 bis $700. Und das Celebrant hat auch verschiedene Preise. Also wenn du unter der Woche heiratest und mit weniger als 15 Leuten, haben wir damals $360 bezahlt. Und wenn du halt am Wochenende heiraten wolltest, dann hat es ein bisschen mehr gekostet. Aber ich erinnere mich halt jetzt nicht mehr. Und mit dem Celebrant kannst du auch heiraten, wo du willst. Das heißt, wir haben unter einem Feigenbaum mit Blick auf die Opera House und die Brücke geheiratet, was absolut schön war. Also für uns kam es dann drauf an, die Kosten. Es war günstiger. Sie hat alles organisiert. Wir mussten nichts machen. Wir müssten wirklich nichts machen. Wir mussten uns einfach nur einmal treffen und dann auf der Hochzeit auftauchen. Sie hat nicht 20 Millionen Dokumente verlangt und wo wir heiraten. Und natürlich, wenn ich mir so überlege, runtergekommenes Standesamt oder Blick aufs Operahaus, 100 Mal über das runtergekommene Standesamt.
Und natürlich kann man auch Celebrants finden, die teurer sind. Ich weiß, dass eine Freundin von mir hat $1.000 für einen Celebrant bezahlt, aber die sind halt auch eher flexibel. Die verheiraten dich, wo du willst. Wie gesagt, du kannst auch auf deinem eigenen Balkon heiraten. Jetzt mit der Pandemie, wir hatten Leute, die auf ihrem Balkon geheiratet haben und das dann auf YouTube gestreamt haben. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, es ist halt einfach flexibler. Wenn du vorher geschieden bist, musst du Scheidungsdokumente vorzeigen zum Celebrant oder zum Standesamt. Das ist egal, aber die müssten halt wenigstens gesehen haben, dass ja, du bist geschieden und du bist nicht irgendwo noch verheiratet wieder. Und nochmal, das Dokument muss halt übersetzt werden auf Englisch. Nochmal zum Punkt, wo man heiratet. In Sydney gibt es kostenpflichtige Plätze und kostenlose Plätze. Alles auf der Seite des Opera-Hauses musst du bezahlen, also der Botanische Garden, Observatory Deck und so weiter und so fort. Auf der Seite North Sydney, wo wir geheiratet haben, ist alles umsonst. Also kannst du echt, egal wo du, auf welchem Grasfleck du dich hinsetzt, du kannst da überall heiraten und du hast einen super tollen Blick. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass in North Sydney hast du einen besseren Blick auf Sydney als auf der Opera-Haus-Seite. Das ist meine Meinung. Hey, ihr könnt mich gerne überzeugen. Und mein letzter Punkt, den ich eingehen möchte, ist die Namensänderung. Ist ein absoluter Scheißhaufen hier. Wenn du als Deutscher deinen Namen ändern möchtest, also ich möchte gerne meinen Mann seinen Namen annehmen, aber weil ich halt immer noch an meinem Visum arbeite, werde ich das jetzt vorerst nicht machen, muss ich einen Termin im Konsulat machen. Mein Mann muss auch zu diesem Termin kommen und wir müssen wieder Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Reisepass, bla 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 bla, 20 Millionen Dokumente mitbringen. Das kostet 25 € und dann kann ich meinen Namen ändern. So wie ich das von der Webseite verstehe, ist das, dann verheiratet dich das Konsulat sozusagen in Sydney, dass deine Ehe gültig in Deutschland ist. So verstehe ich das. Es kann sein, dass ich das komplett falsch verstehe. Ach ja, Schwule und Lesben können ja auch heiraten. Und ein Punkt, den ich vergessen habe, ist, wer muss anwesend sein? Du brauchst hier Trauzeugen. Ist egal, wer das ist, solange sie über 18 sind und Englisch verstehen, ist es egal. Die müssen einfach nur anwesend sein und unterschreiben und das war's. Alright, ich hoffe, euch hat mein Video übers Heiraten in Sydney gefallen und es war nicht zu verwirrend. Das ist, glaube ich, mein 5. Mal, dass ich jetzt das versucht habe zu filmen über die letzten Monate. Es ist doch ein Thema, das nicht so einfach zu erklären ist, wie man denkt. Anyway, gib mir ein Like und abonniere mich, falls dir dieses Video gefallen hat und du mehr Videos sehen möchtest über mein Leben hier in Sydney. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!